Ja, grüßt euch Leute. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Heute schauen wir uns nochmal das Thema Grass an, beziehungsweise wir haben ein paar Grass News für euch, was zum Beispiel den Kurs angeht, was das Staking angeht und wie es letztendlich bei Grass weitergeht. Ja, für alle, die Grass noch nicht kennen, Grass ist eine Browser-Extension, also Browsererweiterung oder ein kleines Tool, was ihr euch auf eurem PC installieren könnt, und es wird quasi eure ungenutzte Bandbreite dazu genutzt, um das Internet für künstliche Intelligenz nach Inhalten zu untersuchen. Ja, das heißt, ihr stellt quasi euren Rechner als Suchmaschine zur Verfügung, beziehungsweise euren Internetanschluss, und damit werden halt eben AI, also künstliche Intelligenz, mit Informationen versorgt. So in der Theorie, in der Praxis scheint das Ganze jetzt aktuell auch zu laufen. Ja, Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Das Ganze macht man natürlich nicht für umsonst, sondern ihr bekommt halt eben auch eine Vergütung letztendlich dafür. Bitte durch ein Research, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wir switchen mal rüber zu Discord. Ihr seht hier im Discord vom 29.10. gab es schon mal den ersten Teaser, was jetzt so demnächst sozusagen passieren wird. Ihr seht zum Beispiel, eine User-Owned Map wird dementsprechend kommen. Es wird Hardware in der Richtung kommen und es wird halt eben auch Apps geben. Das heißt, so auch ein Smartphone zum Beispiel, Tablet oder je nachdem, was ihr für ein System am Laufen habt. Das heißt, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die ganze Geschichte. Und wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Ja, sorry, wenn der ein oder andere Voice Crack mit drin ist. Mich hat es leider mal wieder mit Corona ermittelt. Das heißt, ich sitze zu Hause, mir geht es echt schlecht. Aber nichtsdestotrotz muss ja auch das Business weitergehen, sage ich jetzt mal. Ihr seht es auch hier nochmal. Der Fokus ist halt eben Capturing das Internet. Das heißt, man möchte mit Grass wirklich so eine eigene Plattform, eigene Suchmaschine halt eben sowas in der Richtung darstellen. Und ihr seht es auch nochmal, es wird neue Produkte geben, also Produktreleases. Zum Beispiel Live-Context, Drive, was auch immer das sein soll. Hardware, the Rollout of Grass Mobile App und Punkt. Hier steht auch nochmal drin, dass halt eben die erste Stage sozusagen sehr, sehr erfolgreich war und es halt eben in der zweiten so weitergeht. Ich weiß, dass der ein oder andere im Airdrop in der ersten Season sozusagen nicht gut abgeschnitten hat. Ja, die Allocation war für den einen oder anderen relativ schlecht, aber es ist halt eben so, ihr müsst das einmal von der Seite sehen. Das Ganze kostet euch nichts, läuft sowieso meistens auf den Rechner, der ohnehin schon an ist. Von daher ist es eigentlich geschenktes Geld, wenn man es mal so sieht. Ja, wir switchen mal bei mir ins Dashboard rein. So sieht aktuell das Dashboard bei mir aus. Bitte lasst euch nicht irritieren durch diesen hohen Erträge hier. Effektiv ist der Ertrag zum Beispiel hier am Tag mit 4200 Coins. Das andere, also Token, das andere sind die Referral-Vergütung für die paar Leute, die mit unseren Links sich angemeldet haben. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Was wichtig ist, was ihr hier seht, ich muss mal ganz kurz gucken. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier, und zwar, es gibt eine neue Epoche. Das heißt, ihr seht hier, wir hatten Stage 1, das heißt Building the Network, also das Netzwerk aufbauen. Das seht ihr dementsprechend hier. Und wir sind jetzt hier auf Stage 2, Capturing the Web. Und ihr seht hier aktuell Oktober 14 bis November 14, das heißt ein Monat. Die meisten Epochen davor sind ja auch ungefähr einen Monat gelaufen. Ihr seht ihr hier, läuft aktuell. Ich gehe davon aus, dass halt eben am 14. November oder halt eben später dann die Rewards für diese Epoche ausgeschüttet werden. Ich kann es euch nicht zu 100% sagen, aber das kann natürlich dementsprechend sein. Und ja, da bin ich mal gespannt, was letztendlich bei rumkommt, weil Airdrop kann man ja nicht vergleichen mit Baseline Reward sozusagen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ihr könnt ja dann auch mal in die Kommentare schreiben, was bei euch letztendlich bei rumgekommen ist. Ja, um jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Grass-Token zu bekommen, sage ich jetzt mal. Das heißt, ihr habt da halt eben drei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Grass Chrome Extension. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, euch im Google Chrome das als Extension zu installieren. Immer wenn Chrome offen ist, macht ihr sozusagen mit. Ja, dann gibt es halt eben als nächstes die Grass Community Node. Könnt ihr euch auch hier runterladen sozusagen. Hier habt ihr 1,25 Rewards. Das heißt, hier ist schon mal ein Unterschied zwischen der normalen Chrome Extension und der Community Node. Seht ihr hier 1,25. Und wenn ihr es richtig machen wollt, könnt ihr euch die Grass Desktop Node runterladen. Und ihr habt doppelte Rewards. Das heißt, ihr bekommt halt eben zweifache Belohnung sozusagen dafür, dass ihr das Netzwerk letztendlich mit unterstützt.
Ja, das ist im Grundprinzip der ganze Zauber, das ist das Dashboard, das sollte halt eben bei jedem auch so beziehungsweise ähnlich aussehen. Ja, wir switchen mal rüber zu grassfoundation.io. Das ist sozusagen die Seite, wo ihr euren Airdrop hättet claimen können oder könnt claimen oder habt ihr wahrscheinlich schon oder auch nicht. Ihr seht halt eben hier, haben wir alles schon gemacht. Ihr verbindet euch mit eurer Solana Wallet. Dann seht ihr zum Beispiel hier. Bei mir ist es halt eben so, ich bin jetzt mal auf Staking gegangen. Wir können dann nochmal zurück auf Stake. Ihr seht hier, ich habe gerade 105 Grass im Staking drin. Das heißt, wir haben hier ein APR von 52,16%. Das ist der jährliche Effektivzins. Das bedeutet, um es mal relativ grob auszudrücken, auf diese 105, die ich jetzt hier gestaked habe, bekomme ich quasi einen jährlichen Zins von 52,16%. Das bedeutet, nach einem Jahr sind das 150 Token quasi oder 150 Grass-Token, die man hier auf der Uhr hat, beziehungsweise es sind halt eben dann 160, wenn man das halt eben jetzt durch 2 quasi rechnet oder 57, schlag mich tot Token. Ja, das heißt, es ist relativ gut. Ihr habt die Möglichkeit jetzt hier in diesem Portal bei Grass Foundation jederzeit zu staken, wenn ihr quasi Grass Token drauf habt. Und noch geiler ist eigentlich, dass ihr das auch unstaken könnt. Das bedeutet, ich kann die 105 Token runterholen quasi von der Wallet. Das bedeutet, das dauert halt eben 7 Tage. Das heißt, ihr würdet hier auf Max gehen. Das heißt, hier sind meine 105, 589. Dann habt ihr hier eine Unstaking oder eine Warteperiode von 7 Tagen. Wenn ich jetzt auf Unstake gehe, ist innerhalb von den nächsten 7 Tagen sind die 105 Token auf meiner Wallet. Ja, dann habt ihr aber halt eben nichts mehr im Staking. Ja, könnt aber, wie gesagt, es ist relativ flexibel. Es gibt ja manche Staking, wo ihr 30, 60, 90 Tage warten müsst. Hier sind es nur 7. Ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. Ihr habt auch die Möglichkeit, eure Rewards zu claimen. Das heißt, ich habe mit den 105 Token aktuell 0,466 Crest-Token schon als Reward sozusagen, beziehungsweise als Zins bekommen. Wenn ich jetzt hier auf Claim gehen würde, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel oben in der Transaktion, ich könnte jetzt quasi die 0,4686 Crest abrufen. Also quasi die Reward mache ich aber nicht, weil ich es halt eben erstmal stehen lasse. Ja, also ihr seht, das läuft, das Staking läuft eigentlich auch relativ gut. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, hier das Ganze zu delegieren. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, eurer Staking-Einsatz auch dementsprechend in einem anderen Staking, wie soll ich es am besten ausdrücken, einen anderen Staking-Anbieter hinterschieben. Ihr seht hier, ich bin bei ASXN Labs mit am Start. Und ihr seht halt eben, was hier gestaked ist. Und lasst euch da bitte mal nicht so mit der Commission. Commission bedeutet die Gebühren, die ihr dort halt eben zahlt, weil ihr seht auch hier, da wo die Commission, also wo quasi die Provisionsgebühr, die ihr zahlen müsst auf euer Staking gering ist, seht ihr, hier ist viel gestaked und wo ihr halt eben 20% an Commission zahlen müsst, da wird halt eben weniger gestaked sozusagen. Ja, seht ihr halt eben hier und automatisch wurde es halt eben bei mir zugewiesen. Ach, nach dem Staking war halt eben das automatisch die Zuweisung hierher. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, woanders hin zu staken. Aber wie gesagt, ihr seht es hier, 10%, 15%, das sind sozusagen die Gebühren, die ihr für das Staking auch nochmal zahlen müsst, beziehungsweise das wird automatisch abgezogen, kriegt ihr eigentlich gar nicht mit. Nichtsdestotrotz sind die Gebühren letztendlich auch da. Ja, last but not least, wir gucken mal auf den Kurs. Da ist ja einiges passiert, was Grass angeht. Ich habe jetzt mal so den Tageschart aufgemacht. Wir können uns ja mal den Monatschart angucken. Ihr seht hier, ich muss jetzt noch mal kurz anhalten, da seht ihr euch, dass ich husten muss. Also ihr seht hier sozusagen den Kurs, Einstandskurs zum Beispiel. Hier ging es ja los am 28.10. Einstandskurs hier laut Aufzeichnung von CoinMarketCap waren so um die 80, 70 bis 80 Dollar Cent. Und ihr seht hier, wie auch der Grass-Kurs jetzt gestiegen ist und das auch ordentlich gestiegen ist, meiner Meinung nach. Auf einen Monat gesehen, beziehungsweise auf 7 Tage, habt ihr hier nochmal so einen Chart drin, wo man es eigentlich richtig deutlich sehen kann. Und da ist nach oben hin noch ein bisschen Luft, meiner Meinung nach.
Na, wir werden es sehen. Was natürlich ein extrem krasses Marketing-Genie war, ich möchte es mal so ausdrücken, war halt eben ganz einfach, das wussten auch relativ wenige, dass halt eben Crash, das Ding wurde auf sämtlichen guten, ich nenne es jetzt mal, oder guten Exchanges so gut wie zur gleichen Zeit gelistet, also alles so ein Wochenrahmen. Ihr seht hier, wo Crash schon vertreten ist, also in einer DEX sozusagen, Bybit, HTX, BitGet, Qcoin, Gate.io, Maxi, Bing, Bitmark, L-Bank, hier Bitwarvo, Coin, Hotcoin, es sind so viele CoinEx, also so viele, auf so vielen Plattformen ist Crash zu haben und zu handeln. Ihr seht das hier, also das ist Wahnsinn, was da passiert ist nach dem Release sozusagen, beziehungsweise das ist Wahnsinn, wo der Crash-Token eigentlich gehandelt werden kann. Und das gibt halt eben auch meiner Meinung nach eine gewisse Sicherheit. Das heißt, wenn das Ding noch 2, 3 Exchangen drauf ist, sozusagen, und der Rest nur auf Dexes sozusagen, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber hier seht ihr, das Ding wird gehandelt, hier ist Liquidität da. Das heißt, hier geht es definitiv vorwärts und das spricht eigentlich auch dafür, dass der Crash Token halt eben sich auch weiter nach oben entwickeln könnte. Ich möchte jetzt nicht sagen wird, weil das meistens werden unsere Wörter immer zu 100% dann nochmal dafür für irgendwas verwendet. Nein, könnte, sage ich jetzt extra. Ihr wisst, Krypto ist ein Game. Ähm, ja, müsst halt immer den Risiko gewusst sein. Ja, viele fragen uns, lohnt es sich jetzt noch anzufangen? Und ich sage immer ja, weil aus dem ganz einfachen Grund, es ist halt eben so, das Netzwerk wird sich auch dementsprechend weiterbilden und viele haben auch nach dem Airdrop wieder aufgehört, weil sie der Meinung sind, oh, ich habe nur $50 im Airdrop gekriegt und nee, das ist es mir nicht wert. Deswegen ist es halt eben auch meiner Meinung nach wichtig, da noch mit dazu zu stoßen, sozusagen, was das Projekt angeht. Wie gesagt, Link packe ich euch dann nochmal in die Videobeschreibung unten rein. Müsst ihr selber entscheiden, ob ihr noch mitmachen wollt oder nicht. Und was halt eben auch also Sinn macht, ist, wenn ihr die Token bekommt, sozusagen, also dass ihr jetzt einmal im Monat wahrscheinlich, also so wie es zumindest aussieht, haut ihr einfach ins Staking rein. Ihr habt die Möglichkeit, nach 7 Tagen die wieder rauszunehmen. Und ihr seht hier eine 52er, also das ist der effektive Jahreszins von 52%. Schneller kann das Geld in Anführungsstrichen gar nicht wachsen. Das ist halt eben, oder ist halt eben aktuell so. Ja, und Kurs, ihr habt es gesehen, ich denke mal, hier wird noch ein bisschen was gehen. 2, 3 $ ist meine Prognose. Aber ihr wisst, wie es ist. Sehr oft oder eigentlich fast immer liege ich falsch, was meine Prognosen angeht. Deswegen dürft das bitte nicht für bare Münze nehmen, sozusagen. Ja, das war's von mir, liebe Leute. Ich kuriere mich jetzt ein bisschen aus. Ich wünsche euch was. Kommentare sind gern gesehen. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao. Achso, halt abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Tschüssi.